Wir sind hier bei Snap Automotive am Standort Zwickau, mitten im Herzen der sächsischen Automobilregion. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Karosserieteilen aus Metall im Bereich Kaltumformung und Warmumformung und der erweiterten Kompetenz Body in White Assembly spezialisiert und beliefert namhafte OEMs wie BMW, Porsche, Daimler, Volkswagen, Audi, Volvo und Skoda. Seit neuestem wird die Produktion von einem automatisierten Linde Elmatic unterstützt. Warum der Weg in die Automatisierung ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft für Snap ist, erfahren wir jetzt von Markus Ehrlich. Hallo Markus, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Hallo Sarah, wunderbar, schön, dass ihr da seid. Ganz kurz zur Vorstellung, mein Name ist Markus Ehrlich, ich bin der Manager Continuous Improvement hier in Zwickau, bei Snap Zwickau und ich bin seit 2015 hier im Unternehmen. Und schön, dass es heute geklappt hat und wir uns unser Projekt einfach mal vorstellen können. Was gab es denn für eine Zielsetzung, die seitens Snap mit der Automatisierung erreicht werden sollte? Also grundsätzlich war es erstmal das wichtigste Thema für uns, dass wir einfach das Thema Sicherheit ganz hoch ansehen und sagen, okay, wie können wir das ganze Thema Sicherheit unterstützen? Der zweite Punkt ist natürlich, wir wollten das Thema unabhängiger von den zukünftigen Personalthemen haben. Ja. Und somit war das Ziel einfach, das Thema Automatisierung irgendwann anzugehen. Und was war der ausschlaggebende Auslöser zu sagen, jetzt automatisieren wir? Der Punkt war grundsätzlich, dass wir einen manuellen Prozess hatten. Wir sind gerade hier am ZSP 2 bei uns. Man sieht, dass bei uns die Halle voll ist. Vorher war das eine Lagerhalle und mit der Steigerung der Rohbaranlagen natürlich immer mehr Behälter umgeschlagen werden mussten und die Logistik natürlich immer mehr wird. Und somit haben wir überlegt, was können wir tun zukünftig. Und damit mussten wir natürlich einfach über nachdenken und sagen, okay, jetzt fangen wir an mit Automatisieren, um einfach die Logistikbereiche und Logistikprozesse zu supporten. Was sollte sich durch das automatisierte Fahrzeug und durch die Rollenbahn konkret verbessern? Das Fahrzeug wechselt die Behälter in einer extrem stoischen Ruhe. Das ist ja der Vorteil. Und in Kombination mit der Rollenbahn haben wir eigentlich den Vorteil, dass wir den Prozess zur Logistik entkoppeln können. Und die Rollenbahn fixiert natürlich den Behälter. Ja, Toni, was war denn für dich besonders an dem Projekt? Besonders für mich war eigentlich der Anfang von dem Projekt, weil angefragt wurden eigentlich mal ursprünglich 50, 60 manuelle Stapler. Und wir haben einfach mal hinterfragt, okay, so viele Stapler, so viele Prozesse, können wir nicht auch dabei was automatisieren? Und so hat eigentlich alles angefangen. Was macht denn die Linde Elmatic für dich zur passenden Lösung für Snap? Eigentlich 2 Punkte. Also dem einen Seite, dass wir ein Standardfahrzeug als Grundgerät haben, das Linde zu Tausenden produziert, was natürlich dafür sorgt, dass wir sämtliche Ersatzteile und Verschleißteile auf Lager haben und teilweise sogar auf den Fahrzeugen aus der Techniker. Und zum anderen, dass wir die Fahrzeuge so individuell anpassen können auf den Einsatz. Hier zum Beispiel haben wir einen Elmatic mit Vorbauseitenschiebung, mit Sondergabelzinken, um diese Gesellerollenbahn bedienen zu können. Und das sorgt zusammen natürlich dafür, dass wir eine extrem hohe Präzision beim Abstellen der Behälter haben. Wir arbeiten hier auf 2, maximal 3 mm genau, um mit der Anlage interagieren zu können. Und ich glaube, das alles zusammen sorgt dafür, dass es die passende Lösung für den Kunde ist. Und woher weiß der Elmatic, wann er genau wie wohin fahren soll? Unser Elmatic bekommt von der SPS-Steuerung der Anlage das Signal, dass ein Behältertausch ansteht. Dies sogar schon bevor der Behälter maximal gefüllt ist. In dem Moment fährt unser Elmatic bereits in die Position vor den Behälter, um möglichst wenig Zeit zu verlieren, weil natürlich die Anlage extrem hoch getaktet ist. Ja, wie wurde denn der Linde Elmatic von den Mitarbeitenden so angenommen? Tatsächlich muss man sagen, wurde er sehr gut angenommen. Also wir haben von Anfang an einen relativ guten Parallelbetrieb gehabt. Bei der Inbetriebnahme war es so, dass die Kollegen von Sander, Fördertechnik, als auch die Inbetriebnehmer hier immer dabei waren. Die Kollegen, Schichtführer konnten immer Fragen stellen. Der weitere Vorteil war einfach, wir haben im Laufe der Zeit dann so eine Art Namenssuche gemacht. Die Kollegen konnten sich beteiligen, den Namen für das Gerät zu finden. Ist denn der Name schon gefunden? Ja, der Name ist schon gefunden und die Abstimmung war ziemlich knapp, aber am Ende ist es ein Snoopy geworden. Wie bitte? Ein Snoopy. Ah, Snoopy. Passt relativ gut zu Snap. Schön. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Habt ihr Tipps für andere Unternehmen, die über Automatisierung nachdenken? Ja, definitiv. Also grundsätzlich würde man sagen, tauscht euch mit anderen Unternehmen in der Branche aus. Zweitens, sucht euch einen kompetenten Partner und drittens, fangt an. Und ein letzter Satz zum Schluss. Was bedeutet für dich das Projekt persönlich? Für mich persönlich ist es natürlich wieder ein positiver Schritt in die Zukunft. Aber ich möchte auch gar nicht so auf das Thema für mich persönlich eingehen, sondern gerade im Continuous Improvement oder Change Management geht es ja immer darum, die Sachen zu verbessern, aber als Team. Und deswegen möchte ich einfach heute nochmal die Gelegenheit nutzen, einfach dem gesamten Team zu danken. Dann vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und die spannenden Einblicke und viel Erfolg für die weiteren Projekte. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Dankeschön.